Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Terraria Summoner Master Solo. Ich habe die Reihenfolge vertauscht, aber ist egal. Wenn ihr dieses Video seht, ist es genau ein Jahr her, dass die erste Folge kam. Der erste Stream ist dann wahrscheinlich ein bisschen länger her, aber es ist genau ein Jahr her, dass die erste Folge kam. Ich fand es sehr passend, dass die erste Folge und die letzte Folge am selben Datum kamen, mit nur einem Jahr dazwischen. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, schaut die, weil sonst kommt das sehr, sehr out of context, was jetzt passiert. Ja. Sternstaubhelm, genau. Sternstaub, Brust, Sternstaub, Hosen. Kaum mehr Schaden, aber mehr Schaden. Und dieser Sternstaub-Typ beschützt mich. Und mehr Günstlinge, glaube ich. 5 Stück im Gegensatz zu 4 Stück. Ja, jetzt kein ultra großer Unterschied, aber einfach besser. Das heißt, die einzigen Sachen, die mir übrig sind, sind alle restlichen Achievements zu machen. Gut, welche Achievements fehlen mir? Outlaw's Army, den Zenith bekommen, an einer explosiven Kiste sterben, den Terrarian bekommen, Prince Destroyer und Skeleton Prime gleichzeitig, 15 Ways of Frost Moon. Das mit der Kiste machen wir jetzt, nehmen unseren Charakter, machen eine neue Welt. Gut, ich muss an dieser Kiste sterben für das Achievement. So, Achievement geschafft. Ich habe eine Idee, wie ich die Angler-Quests so schnell wie möglich bekomme. Nämlich nutze ich ein Exploit. Das bedeutet, dass ich mit ganz vielen verschiedenen Charakteren dieselbe Angler-Quest abgeben könnte. Deswegen, was ich jetzt gerade mache, ist genau das. Nämlich, ich erstelle mir sehr viele Charaktere und mit den allen gehe ich in diese Welt rein, hole mir einmal den Fisch of Cthulhu zum Beispiel jetzt aus dieser Kiste raus und gebe die beim Angler ab. Damit sollte ich so pro Ingame-Tag bestimmt 20 Angler-Quests schaffen. Also in unter einer Stunde sollte ich die letzten 100 haben, die mir verbleiben. So, wir haben jetzt diese ganze Kiste voll. Also die Taktik ist folgende. Wir speichern beenden, Einzelspieler. Und dann habe ich hier zum Beispiel schon Fischer 1. Wir gehen dann in die Welt rein. Fischer 1 holt sich hier einen Fisch raus. Geht zum Angler, macht Quest, kriegt eine Belohnung, tut sich hier rein. Und dann lief der Einzelspieler. Neuer Charakter. Und dann habe ich hier zum Beispiel schon Fischer 2. Gut, raus und so weiter. Ja, das hat eine ganze Stunde gedauert. Oh, eine ganze Stunde für 100 oder weniger als 100, sogar nur 96 Fische. 2 Ingame-Tage habe ich aber nur gebraucht, das ist richtig dumm. Der Rest ist einfach nur töte Bosse. Töte 3 Bosse zusammen, töte Frostmoon, töte Outlaw's Army und die beiden sind einfach nur töte Moonlord. Erinnert ihr euch an den Timeskip von letzter Folge? Wie viel war das? 1,5 Monate? Ja, der nächste Timeskip ist ein bisschen länger. 4 Monate. Den letzten Clip, den ihr gerade gesehen habt mit den Angler-Quests, der war vom 15. Januar. Und als zweite, was ihr jetzt seht, der Rest der Folge ist vom 12. Mai. Das habe ich gestreamt. Alles außer einen kurzen 4-Minuten-Clip habe ich gestreamt. Also wenn ihr den Stream sehen wollt, der ist wie immer verlinkt. Deswegen wundert euch nicht, falls irgendwas anders ist. Es ist wirklich 4 Monate vergangen zwischen der Aufnahme gerade und der Aufnahme jetzt. Ich glaube, das ist die erste Aufnahme von Terraria in 1440p. Was passiert? Ist mein Mount gerade weggegangen? Habe ich gerade meinen Mount verloren? Ja, es ist wieder das passiert, was mir schon öfters passiert ist. Ich hatte zu viele Effekte. Und weil ich zu viele Effekte hatte, ist diesmal mein Mount weggegangen. Mein Mount ist abgehauen einfach, weil ich zu viele Effekte hatte. Fertige, sondern auch noch das Ding. Den Kristall. Und es könnte halt sein, dass der Kristall stirbt. So, was ich aber sagen muss ist, ich habe so oft gegen die gekämpft, dass ich 100% auswendig weiß, was ich machen muss. Ich muss nicht mal denken. Das ist über ein halbes Jahr her, dass ich gegen sie das letzte Mal gekämpft habe. Und trotzdem weiß ich zu 1000% auswendig, was ich machen muss. Das ist so ein komisches Gefühl. Jetzt sollte ich vielleicht auch mal vernünftige Rüstung anziehen. Das ist mein Tod.
Gut, der eine ist tot. Der andere ist tot. Der dritte ist tot. Gut. Ja, let's go einfach. Wie macht man das? Ah. Ich glaube, da hilft mir das am meisten. Also ersten Wellen sollen ja easy clip sein. Ich brauche das Mana ja nicht mal. Ja, wann beginnt die nächste? Achso, da steht im Countdown. Ach, die Fliegedinger, auf die muss ich aufpassen. Die bekommt er natürlich nicht so einfach. Das ist so ein langsames Event. Also wenn ich hier verkacke, das dauert halt einfach so eine halbe Stunde oder so, bis ich wieder in Welle 10 bin oder 15. Ich weiß nicht mehr, was die Max-Level ist. Das ist so slow. Ich muss ein bisschen aufpassen auf fliegende Gegner. Die können halt ganz einfach den Kristall zerstören, während ich nicht darauf achte. Irgendein Boss-ähnlicher Gegner. Achso, der Magier. So. Ja, der ist ein Full Tank. Ah, ich bin zu slow. Wieso bin ich so slow gerade gewesen? Ach, ich bin sticky.
Toll, jetzt hat das Ding Schaden bekommen. Direkt das? Ah, das ist direkt okay. Alles gut. Keine Panik. Diese scheiß Uhr. Also diese Overfull-Tanks sind ein bisschen nervig. Egal, direkt. Scheiß Ohr. Vor allem, wenn meine Schwerter gerade andere Gegner angreifen, ist das halt nervig. Ach, Betsy gibt's jetzt schon? Ich war nicht darauf vorbereitet, dass es Betsy schon gibt. Habe ich gewonnen? Ich habe das noch nie gewonnen, glaube ich, das Event. Ich habe keine Ahnung, ob ich den Frostmoon hinbekomme, einfach so. Aber ich habe 2 Versuche. Deswegen, Ich habe auch keine Ahnung, wie schwer der Frostmoon ist. Also bis jetzt wurde ich noch nicht getroffen. Das ist gut. Ah. Aua, das war der erste Hit. Ah! Es sind hier so viele Center, Leute. Oh, der sollte schwer sein. Also irgendwie. Aber die Musik ist voll geil von dem Event. Aua. Au. Was trifft mich? Achso, die Nadeln vom Baum. Ja, ich sollte ein bisschen mehr auf die Nadeln aufpassen, die machen echt viel Schaden. Aua.
Ja genau, ich sollte mir mal die Herzen nehmen, die auf dem Boden liegen. Das ist ein bisschen hilfreich. Au! What the fuck? Wenigstens habe ich ein Herz, weil ich krank. Ist das der von gerade noch? Nein, das ist ein neuer. Das tat weh. Das ist zu viel auf einmal. Das tut richtig weh. What the fuck? Habe ich es geschafft? Ich habe die Welle 15 erreicht. Achso, ich muss die Welle 15 gar nicht schaffen. Ich muss die nur erreichen. Welle 16? Gibt es unendlich Wellen? 5 Bonus-Waves. Achso, also ich bin fertig, aber es gibt theoretisch noch ein paar Waves. Gut, dann habe ich 2 Achievements nur noch übrig, ne? Ich habe gerade 3 Achievements mal eben gemacht und für die beiden muss ich den Muno töten. Ich will jetzt ein paar Versuche machen. Ich weiß, ich habe extra den Stream beendet, weil ich gesagt habe, yo, ich habe keine Lust, heute noch Versuche zu machen, aber irgendwie will ich es unbedingt versuchen. Ich habe mir gerade angeguckt, wie ich das gemacht habe damals und genauso versuche ich das nochmal. Ich habe das genau 1:1 dasselbe Setup. Ich habe mir die Tränke heute erfarmt, auch sogar Meeresküche. Boah, komm schon. Ich habe keine Minions mehr gehabt. Ich hatte keine Minions mehr. Ah, hier ist der Meteorit. Oh, nur noch 1. Nice. Das war mein zweiter Try hintereinander. Das ist doch jetzt ein Joke. Ich habe 2 Tries hintereinander den Moonlord geschafft, ja. Und zwar den ersten, nachdem ich den Stream beendet habe und den zweiten direkt, nachdem ich den Stream wieder gestartet habe. Und beim ersten Try habe ich das eine Item bekommen, was ich gebraucht habe. Und beim zweiten Try habe ich das zweite Item bekommen, was ich gebraucht habe. Das ist nicht wahr. Das ist nie im Leben wahr. Weil ich kann den Zenith craften. Ich bin darauf irgendwie nicht vorbereitet. Zenith. Das ist so cool, das Schwert. Ich bin fertig mit dem Projekt. Es ist so spontan gewesen. 100% da. Ich habe alle Errungenschaften, auch die neuen. Das ist so spontan jetzt gewesen. Ich kann ja noch ein bisschen über das Projekt reden. Die Welt war sehr komisch. Ich habe diesmal sehr viele Sachen gemacht, die ich sonst nie gemacht habe, weil ich zu faul war. Wie zum Beispiel hier das Crimson eindämmen. Überall. Dass ich hier diese Tunnel bis zum Boden gegraben habe. So viele, so große. Achso, falls irgendjemand noch interessiert, was das Seed ist. Das hier ist das Seed. Ich packe den auch nochmal in die Beschreibung von diesem Video. Ich habe nicht beim Bestiary alles, oder? 90% nur. Ja, beim Bestiary würde mir theoretisch noch was fehlen. 26 ist sehr early. Das Bestiary füllen wäre mir jetzt ein bisschen zu viel Arbeit. Was mir gefallen hat an der Welt war, ich habe sehr viel Hübsches gebaut. Das war das erste, was ich hübsch gebaut habe, in Anführungszeichen, glaube ich. Dass ich meine Farm als so Glasdom gemacht habe, als die Gewächshaus. Das sieht ganz hübsch aus. Dieses Schloss finde ich natürlich ultra geil. Also ich finde, da habe ich mich selber übertroffen. Dass ich keine Innendekoration gemacht habe, ist halt sehr sad. Und dass ich hier ein bisschen fauler war. Ansonsten, meine Anglerplätze haben mir gefallen. Also der Anglerplatz hat mir gefallen. Die anderen waren richtig wack eigentlich. Die Wall of Flash war eine Katastrophe. Die Mech-Bosse waren auch eine Katastrophe. Pantera ging, glaube ich, soweit ich mich richtig erinnere. Golem war schlimmer als jemals in meinem Leben. Der neue Boss, der war schrecklich. Also der war wirklich schlimm. Und der Moonlord war schlimm. Also der Moonlord war auch schrecklich. Ich habe ein paar AFK-Farms probiert. Hier habe ich Pumpkin Moon gefarmt. Lief ganz gut. Nicht perfekt. Dieses Hotel hat mich genervt, dass ich da nichts Vernünftiges gebaut habe. Aber naja, was soll man machen? Diese Farm war so bad. Die war so schrecklich. Einfach nur, weil man da so schwer reinkam. Also es war so schwer da reinzukommen. Hier habe ich auch eine AFK-Farm gefunden für den Nautilus. Das war nice. Dass ich die gefunden habe, finde ich nice. Dass ich auch selber drauf gekommen bin. Von der Challenge her, Only irgendeine Klasse ist immer komisch. Aber Only Summoner ist mit Abstand das Schwierigste. Die haben das in der 1.4.1 besser gemacht, soweit ich das sehe. Die Wall of Flash zum Beispiel, das sollte keine Katastrophe mehr sein. Nicht so, wie es bei mir war. Das Early Game, vor allem die Wall of Flash, aber generell das Early Game sollte besser sein. Mid- und Endgame sollte genauso schwer sein. Ja, keine Ahnung. Es war halt ultras grindfest. Ich habe 120 Stunden mit diesem Charakter. Summoner hat sogar so Spaß gemacht. Das Problem, was an Summoner war, ist für mich, für Spaß her, die Peitsche durfte ich die meiste Zeit nicht benutzen. Also hatte ich eine richtig starke Waffe, die hat 424 Damage. Ich hatte eine richtig starke Waffe und ich durfte die meiste Zeit nicht benutzen. Also musste ich mich nur auf meine Summons verlassen und die KI von denen ist richtig shit. Die Summons waren meistens selber noch shit. Also nicht nur die KI war shit, sondern die Summons selber auch. Also den meisten Spaß hatte ich immer, wenn ich ein neues Summon bekommen habe und das zum ersten Mal ausprobiert habe. Oder wenn ich richtig strong war. Eines meiner Lieblingsdinge, die ich gemacht habe als Summoner ist, was ich jedem empfehlen kann, der einmal im Endgame ist sich irgendwo hinstellen, am besten, wo High-Level-Gegner sind und einfach stehen, weil die Summons beschützen dich. Ich kann einfach ins Inventar gehen, ich kann in AFK gehen. Wen interessiert's? Das ist eines der besten Gefühle als Summoner. Finde ich auch, dass ich ultra squishy bin. Also im Master-Modus ist das ja besonders schlimm, aber Summoner hat mit Abstand am wenigsten Armor. Guck mal, ich habe meinen Top-Tier Moonlord-Armor und ich habe 54 Armor. Was ist das? Das ist nix. Es ist so bad gewesen die ganze Zeit. Ich wurde von allem one-shottet. Ja, Summoner ist sehr shit in diesem Spiel. Also immer noch. Die haben Summoner so viel gebufft und so, das ist immer noch shit. Ich meine alleine, dass wenn ich zu viele Effekte habe, dass meine Summons verschwinden können, ist so dumm. Dass man nicht critten kann, ist dumm. Keine Ahnung, ich finde Summoners in dem Spiel einfach sehr schlecht.
implementiert. Das Projekt hat ein Jahr gedauert. Ja, ich bin gespannt auf die Statistiken. Ich werde ja nochmal zusammenzählen, wie oft ich insgesamt gestorben bin und wie viel Spielzeit ich insgesamt hatte. Das steht ja da. 113 Stunden. Ich habe mich richtig getrollt gefühlt, als die 1.4.1 mehr Achievements geaddet hat. Ich mache alle Achievements, ich bin fast fertig und dann enden die noch 15 oder so. Von dem Projekt her, muss ich sagen, war das nicht mein Favorite. Ich habe jetzt schon 2 Projekte gemacht, die ungefähr so sind, wie ich gerne Videos machen wollen würde. Videos und Streams. Nämlich Terraria und Dark Souls 3. Nur waren das die beiden Extremer, die ich nicht wollte. Ich möchte genau das Mittelding dazwischen. Bei Terraria habe ich fast alles gestreamt. Durchgehend alles. Außer wenn ich AFK war für ein paar Stunden und halt im Bett gelegen habe oder so, dann das habe ich halt nicht gestreamt. Aber sonst habe ich alles gestreamt. Und ich habe mich richtig schlecht gefühlt, wenn ich nicht streamen konnte, aber ich wollte aufnehmen. Dann habe ich nicht aufgenommen extra. Auf der anderen Seite, Dark Souls 3 habe ich einfach nicht gestreamt, sondern nur aufgenommen. Ich hätte gerne ein Zwischending. Weil man sieht ja auch den Vorteil von beidem. Dark Souls 3 und Terraria haben beide gleich viel Spielzeit gebraucht ungefähr. Aber Dark Souls 3 habe ich in ein paar Wochen fertig bekommen. Komplett durchgespielt, die Videos dazu fertig gemacht in circa einem Monat. Und Terraria hat ein ganzes Jahr gedauert. Ich habe sehr, sehr oft nicht die Möglichkeit oder Motivation zu streamen, aber die Möglichkeit oder Motivation aufzunehmen. Das kommt oft vor. Sagen wir zum Beispiel, es ist relativ laut hier, es sind Gäste im Haus, solche Dinge. Da kann ich alle lauten Töne oder sowas immer rausschneiden, aber die kann ich nicht aus dem Stream entfernen. Deswegen könnte ich dann in diesen Situationen eher aufnehmen als streamen. Und aufnehmen braucht weniger Energie als streamen, weil wenn ich 20 Minuten in einer Aufnahme nichts sage, dann interessiert das keinen. Das schneide ich weg oder da schneide ich nur das Gameplay rein oder so. Aber wenn ich in einem Stream 20 Minuten nichts sage, dann schaut keiner mehr den Stream. Wenn ich sehr wenig Energie habe oder es sehr laut ist in meiner Umgebung, dann kann es sein, dass ich aufnehmen könnte, aber nicht streamen könnte. Und bei Terraria war dann das Problem, dass ich dann nichts gemacht habe. Ich wollte nicht aufnehmen, ohne zu streamen. Und bei Dark Souls 3 ging das dann halt viel schneller. Das Problem war nur, dass ich dann gar nichts gestreamt habe. Und ich würde schon gerne streamen, was ich tue. Deswegen muss ich dann ein Zwischending finden. Möchtest du vielleicht YouTube Tschüss sagen? Kannst ja nochmal winken oder so. Pisst euch, das ist gut. So, es ist Zeit für die letzte Quizrunde. Ich muss sagen, ich fand die Quizrunde ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde. Ich denke nicht. Also ich denke, das ist das letzte Mal, dass es eine Quizrunde gibt. Es hat mich beim Schneiden sehr eingeschränkt, weil ich halt wollte, dass man zählen kann, wie viele Tote ich hatte in der Folge. Habe ich jeden Tod reingeschnitten. Das kann extrem nervig und anstrengend sein. Erstens die Tote zu zählen. Zweitens alle Tote reinzuschneiden. Das heißt, manchmal hat man eine 20-Minuten-Aufnahme, wo ich nichts sage. Die würde ich dann normalerweise sofort löschen. Aber nur wegen dieser Quizrunde habe ich die mir komplett angeguckt, um zu sehen, ob ich da drin ein paar Mal gestorben bin oder nicht. Also ja, ich würde die Quizrunde, glaube ich, nicht nochmal machen in irgendeinem Projekt. Aber zum letzten Mal frage ich, wie oft bin ich gestorben in dieser Folge? Die Antwort ist 35 Mal. Davon war einmal mit Absicht für das Achievement, aber egal, das zähle ich trotzdem mit. Wie oft bin ich insgesamt gestorben? 285 Mal und dann noch 9 Mal mit einem Journey Mode Charakter und sehr oft, während ich AFK war, was ich halt einfach übersehen habe. Ich meine, das eine Mal bin ich bestimmt 30, 40 Mal gestorben, wo ich AFK war. Das eine Mal, weswegen ich aufgehört habe zu zählen. 285 Mal habe ich reingeschnitten, 9 Mal war mit Journey Mode und dann bin ich noch ein paar Mal öfter AFK gestorben. Das ist eine interessante Bilanz. Circa 300 Mal gestorben in diesem ganzen Playthrough. Finde ich sehr interessant. Also es gab 4 Folgen, bei denen ich mit Abstand öfter gestorben bin als in anderen Folgen. Also in Folge 6 bin ich 41 Mal gestorben. Das ist Platz 2. Das war die Folge mit dem Dread Nautilus und den mechanischen Bossen. Dann 56 Mal in Folge 11. Folge 11 war nun mal auch die Folge mit der Empress of Light tagsüber. Das heißt, dass ich da am meisten gestorben bin, macht auch Sinn. Das hat sich auch so angefühlt und das werde ich auch nicht vergessen. 56 Mal bin ich gestorben bei dem einen in dieser Folge. Nicht alles an einem Boss. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen gemacht in der Folge, aber der Großteil davon auf jeden Fall an dem einen Boss. Ja, die 9 Mal Journey Mode waren ja, als ich die Wall of Flash versucht habe. Falls ihr nicht wisst, was ich meine und falls ihr nicht wisst, wieso ich das im Journey Mode gemacht habe, dann schaut euch nochmal einfach die Folge an. Wie viel Aufnahmezeit steckt in diesem Video? Die Antwort ist 5,5 Stunden ungefähr. Das geht, das ist okay. Ja, wie ihr gesehen habt, meine Spielzeit ist 113 Stunden mit dem Charakter. Dazu kommt noch ein bisschen Spielzeit mit dem einen Journey Mode Charakter und während ich die Angler Quests gemacht habe, kommt noch mal eine Stunde dazu, die ich mit allen möglichen Charakteren verbracht habe. Und ich weiß halt nicht, ob da mitgezählt wird, wenn ich zum Beispiel rausgetappt bin und das Spiel so gesehen pausiert ist, das weiß ich nicht. Also circa 120 Stunden insgesamt. Ist von der Spielzeit her gar nicht mal so lange. Wie gesagt, für Dark Souls 300% habe ich genauso lange gebraucht. Es fühlt sich nur sehr viel länger an, weil erstens in dieser Terraria Challenge habe ich sehr oft viel länger am Stück Probleme gehabt und halt nicht gewusst, wie ich weiterkommen soll. Wirklich nicht. Es ging einfach kaum. Und ich habe sehr viel Zeit mit Dingen verbracht, die einfach mein Gehirn abgestumpft haben. Sowas wie Angeln. Angeln macht halt keinen Spaß, ist aber ultra wichtig. Und ich habe keinen Bock, bevor ich irgendwie 3-4 Bosse mache, eine halbe Stunde zu angeln. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber das fühlt sich richtig schlimm an, so oft so viel zu angeln. Und dann denselben Boss immer wieder zu versuchen, das hat auch sehr viel Zeit gefressen und sehr viel an meiner Psyche genagt. Deswegen habe
habe ich auch sehr, 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 sehr oft keine Motivation gehabt, Terraria weiterzuspielen. Das und ich hatte keine Motivation zu streamen, deswegen schaffe ich sowas wie Dark Souls 3 120 Stunden in einem Monat und Terraria 120 Stunden schaffe ich in einem Jahr. Ja, wie gesagt, ich habe ein paar Ideen schon für die nächsten Projekte, für die nächsten Videos. Ansonsten würde ich sagen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, schaut euch das gesamte Projekt an. Falls ihr irgendwelche Stellen uncut sehen wollt, in der Beschreibung ist die Playlist verlinkt mit den Streams. Da könnt ihr zu jedem Stream skippen und einfach uncut gucken, was da passiert ist, was ich da gesagt habe. Wenn ihr ein anderes Terraria-Projekt sehen wollt, wo ich tatsächlich sehr, sehr schöne Angelplätze gebaut habe, dann guckt euch mein 1.3.5 Mage Challenge an. Da habe ich das gleiche gemacht wie jetzt, nur da gab es keinen Master Mode, da habe ich Expert Mode gespielt und ich war Magier. Und ich durfte keine anderen Waffen benutzen außer Magierwaffen. Es war sehr, sehr, sehr viel einfacher. Ich habe das nicht weit gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich in Hard Mode gekommen bin. Also ich weiß gar nicht, ob ich die Wall of Flash jemals getötet habe. Aber das war 1 Milliarde Mal einfacher, als was ich jetzt gemacht habe. Trotzdem sehr gute Episoden. Ich habe das sehr, sehr gut geschnitten. Ich kann mich erinnern, dass ich mir sehr viel Mühe gegeben habe im Schnitt. Also wenn ihr mehr Terraria-Content sehen wollt, schaut euch das Projekt an. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das mit der Folge? War es das mit dem Projekt? Ciao, Leute.